Hallo, mein Name ist Martin Billmann. Ich bin der Trainer Coffee Excellence der WMF Group und bin somit verantwortlich für das Thema Kaffeequalität bei unseren Getränken. Hallo, ich bin Stefanie Sterzer, bin die Leiterin des Produkttrainings für WMF Kaffeemaschinen in Dach und wir freuen uns, Ihnen heute unsere WMF Espresso etwas näher vorstellen zu dürfen. Schauen wir sie uns doch direkt mal an. Die WMF Espresso bildet die perfekte Ergänzung in unserem WMF-Portfolio. Neben den Vollautomaten für Kaffeespezialitäten und den Vollautomaten für Filterkaffee bietet sie die perfekte Brücke zwischen einem klassischen Siebträger und Vollautomaten und sorgt so für eine konstante Kaffeequalität, die tagtäglich für Sie in Ihrem Geschäft bereitsteht. Ja genau, die WMF Espresso bietet den Vorteil eines richtigen Espressos wie aus einem Siebträger, denn sie sieht aus wie ein Siebträger, sie brüht wie ein Siebträger, sie zischt auch wie ein Siebträger. Der große Vorteil hierbei ist nur, dass sie die ganzen fehleranfälligen Schritte, die man als Barista eventuell hat bei einem normalen Siebträger, vollautomatisiert hat und dementsprechend die Kontrolle darüber nimmt. Und dadurch habe ich eine konstant gleichbleibende, sehr hohe Espresso-Qualität. Dann schauen wir uns die WMF Espresso doch mal im Detail an und starten oben. Hier oben haben wir einen beweglichen Tassentisch. Dieser Tassentisch ist erwärmbar und so können unsere Tassen die perfekte Vortemperatur zum späteren Gebrauch bekommen. Unter diesem Tassentisch liegen die zwei Bohnenbehälter. In unserem Fall ist auf der linken Seite die Espressobohne, auf der rechten Seite die Kaffeecremebohne eingefüllt. Sie können aber für Ihr Geschäft entscheiden, möchte ich die Befüllung der Bohnenbevorratung klassisch wie beim Vollautomaten oder möchten Sie lieber klassisch wie beim Siebträger nur eine Espressoröstung verwenden und je nachdem, was Sie einfüllen, definieren Sie dann Ihre Getränkeauswahl. Die Getränkeauswahl wird hier mittig über das Bedienpanel abgegeben. Das heißt, Sie wählen, welches Kaffeegetränk in welcher Tassengröße möchten Sie beziehen, hier über die Mitte. Genauso beziehen Sie hier aber auch den Milchschaum, entweder über unseren WMF Autosteam, das heißt eine automatisierte Milchschaumlösung, oder aber über unseren Basic Steam, wenn Sie manuell selbst den Schaum wie ein Barista aufschäumen möchten. In diesem Tassentisch hier unten integriert im Gitter können Sie das flexibel nach oben oder unten setzen, je nachdem wie hoch Ihre verwendeten Tassen sind und haben so die ideale Ausflusshöhe für Ihre Getränke in der Tasse. Auch integriert ist hier unten der Steam-Chat. Mit dem Steam-Chat werden die Tassen dann direkt vor Verwendung auf die ideale Temperatur gebracht, damit Ihr Getränk keine Temperatur an das Porzellan abgibt. Jetzt kommen wir zum Herzstück, die zwei Brühgruppen mit den Siebträgern. Hier sehen Sie, die liegen direkt unter den Bohnenbehältern. Von der Mühle fällt das Kaffeemehl direkt in die Siebträger rein und es gibt einen Doppel- oder Einzelauslauf, je nachdem, ob Sie ein oder zwei Kaffeegetränke gleichzeitig zubereiten möchten. Aber zu den Details, was in der Maschine passiert, kommt jetzt der Martin. Das, was mich an der WMF Espresso so begeistert, ist die Kaffeequalität, die wir einfach herausbekommen. Das liegt natürlich auch sehr stark an den Mühlen, die wir hier oben drin verbaut haben. Die Mühlen mahlen extrem präzise die Kaffeebohnen zu dem Kaffeemehl. Diese fallen dann direkt in den Siebträger hinein und wir erreichen eine extrem gute Extraktion dadurch. Die Mühlen justieren sich auch automatisch nach. Wir haben den Dynamic Coffee Assist in der Maschine integriert. Das bedeutet, sollte sich am Durchlauf des Wassers in der Brühung etwas verändern, die Extraktionszeit ist ja ein ganz maßgeblicher Faktor hierfür, für die Kaffeequalität. Wenn sich da etwas verändert, justiert die Maschine automatisch nach, sodass wir sicherstellen können, hey, wir haben immer genau die gleiche Brühzeit, wir haben immer die konstante Kaffeequalität. Ein weiterer anfälliger Punkt ist ja immer das Tempen. Normalerweise, wenn ich von Hand tempe, kann es mir durchaus passieren, dass ich mir etwas schräg tempe oder einen anderen Druck aufwende. Ich baue einen anderen Widerstand auf, schon wieder läuft das Wasser anders durch das Kaffeemehl, ich bekomme eine andere Extraktion hin. Auch das übernimmt die WMF Espresso vollautomatisch. Sie tempt im Siebträger direkt innen drin und das mit einem ganz konstanten Druck und dadurch haben wir diese Qualität. Ein weiterer wichtiger Faktor ist natürlich die Wassertemperatur. Schön ist erstmal, dass ich wirklich für jedes einzelne Getränk und jede Brühgruppe die Wassertemperatur individuell einstellen kann, sodass ich genau das aus meinem Kaffee auch rausholen kann, was ich aus dem Kaffee, aus der Bohne herausgeholt haben möchte. Das kontrolliert sie ebenfalls automatisch. Man sieht, ich bekomme, wenn ich diese Einflussgrößen beachte, immer eine konstant gute Qualität hin, denn das sind ja die Fehler, die mir als Barista manchmal passieren können, dass ich falsch tempe, dass ich die Mühle verstellen muss und genau diese Vorgänge übernimmt die Maschine vollautomatisch.
Und da wir das Ganze ja nicht direkt zeigen können, haben wir nun einen kleinen Film für Sie vorbereitet. Jetzt haben wir ganz viel Theorie gesehen. Ich würde sagen, es wird der Zeit, dass wir mal den Kaffee zubereiten. Aber gerne. Worauf hast du denn Lust? Ich würde einen Cappuccino nehmen. Okay, ich bin ja der große Espresso-Fanatiker, deswegen starte ich mit einem Espresso. Das Erste, was wir natürlich machen, ist, wir nehmen die Tassen vom Tassentisch, die sind ja vorgewärmt. Aber um sie auf die ideale Getränketemperatur zu bringen, nutze ich jetzt hier den Steamjet. Der aufsteigende Wasserdampf bringt mir die Tassen wirklich auf die Temperatur, dass ich keine Qualitätsverluste nachher habe. Ich positioniere sie einfach auf dem Tassentisch und muss dann nur hier oben alles starten. Die Maschine malt automatisch, tempt automatisch und beginnt nur mit der Zubereitung. Ich kann die Zeit natürlich nutzen, und zwar für einen Cappuccino möchte ich Milchschaum haben. Dafür nehme ich einfach mein Milchkännchen, positioniere es mit der richtigen Menge an Milch unter dem Autosteam und starte diesen hier oben. Ich kann hier noch auswählen, welche Qualität an Milchschaum ich haben möchte. Beide Dinge funktionieren gleichzeitig. Dadurch habe ich relativ viel Zeit, um auch quasi andere Dinge noch zu tun. Hätte die Stefanie jetzt noch einen Kuchen haben wollen, die Zeit für einen Gang zur Kuchentheke hätte ich auch noch gehabt. So, ich nehme nun meinen Milchschaum hier weg. Natürlich mache ich die Lanze wie gewohnt mit dem Tuch einmal sauber und bereite nun der Stefanie ihren Cappuccino zu. Das ist ein Schritt, den ich natürlich sehr, sehr gerne mache. Bei einer WMF Espresso habe ich genau diesen großen Vorteil, dass ich das Thema Milchgießen mit Latte Art wunderbar noch von Hand machen kann und dementsprechend mich auch noch ein bisschen verkünsteln kann. So, bitteschön. Vielen Dank. Ich könnte natürlich die Milch, wenn ich jetzt sage, okay, ich schäume lieber von Hand auf, auch hier drüben, wie Steffi schon gezeigt hat, an diesem normalen manuellen Steamer machen. Es bietet natürlich auch den Vorteil, wenn jetzt ein Kunde da ist, der sagt, okay, Laktoseintoleranz, ich kann jederzeit auch mit einer anderen Milchsorte arbeiten, wobei ich auch hier drüben verschiedene Milchsorten direkt über Autosteam einstellen kann. Was bleibt mir jetzt noch zu tun? Es ist ja ein Siebträger, das Kaffeemehl ist jetzt noch im Siebträger drin. Ich nehme wie gewohnt den Siebträger einfach heraus, klopfe ihn aus, mache ihn kurz sauber und stecke ihn direkt wieder ein, sodass die Maschine direkt für die nächsten Bezüge fertig ist. Wir konnten es bei Martin jetzt sehr schön sehen. Das ist eine Kombination aus den manuellen Handgriffen eines klassischen Siebträgers, unterstützt mit der Automatisierung unserer WMF Espresso. Und dadurch hat man jederzeit die Möglichkeit, einfach einen perfekten Espresso zu produzieren und spart sich sehr viel Zeit. Und diese Zeit kann ich für wichtigere Dinge nutzen. Ja. Zum Beispiel für mich als Barista ist immer ganz, ganz wichtig, dass ich einen intensiven Kundenkontakt pflege. Und ich muss mich jetzt nicht so sehr auf die Arbeitsschritte konzentrieren. Die Maschine übernimmt das in der Regel, sondern ich kann mich auf meinen Kunden konzentrieren, ich kann mit ihm sprechen, kann mit ihm mich über das Wetter austauschen oder über den guten Kaffee, den er gleich von mir bekommt. Auch für Kunden, die klassischerweise mit einem Kaffeevollautomaten arbeiten, ist die Arbeit mit unserer WMF Espresso sehr einfach. Gerade die Schritte, die oft eine Fehlerquelle für Baristas sind oder eben für ungeübtere Baristi, die werden von unserer WMF Espresso automatisiert übernommen. Und so habe ich wirklich eine tolle Espresso-Qualität. Ich kann mich darauf verlassen. Ich habe das Look and Feel eines Siebträgers und kann mich so wirklich meinen Gästen widmen. Für mich als Barista, ich habe ja nicht jeden Tag die gleiche Qualität da. Ich habe einen guten, ich habe mal einen schlechten Tag. Und hier spare ich mir zum Beispiel jeden Morgen das Einstellen. Sonst muss ich ja immer gucken, läuft der Espresso richtig. Ich kann mich voll und ganz auf die Maschine verlassen. Es läuft wunderbar durch. Ich habe eine konstante Kaffeequalität, auch unabhängig davon, ob ich selbst in der Maschine stehe oder vielleicht einer meiner Kollegen. Dementsprechend eignet sich die Maschine halt auch wunderbar für alle in Spezialitätencafés. Die hell gerösteten Bohnen, die man heute sehr häufig verwendet, macht die Maschine wunderbar weg und zieht einen exzellenten Espresso daraus. Viele Kaffeeröstereien vertrauen schon auf unsere Maschine. Und wir sehen sie natürlich auch sehr, sehr häufig schon in
Hotellobbys zum Beispiel, wo der Gast reinkommt, Gastfreundschaft erwartet und aber auch sich freut, wenn er einen sehr guten Espresso aus einer Siebträgermaschine bekommt. Und all das können wir mit dieser Maschine wunderbar bieten. Aber auch Bereiche, in denen wir eigentlich einen Kaffeevollautomaten erwarten würden, verwenden schon unsere WMF Espresso. Zum Beispiel in Bäckereifilialen oder aber auch in der Systemgastronomie. Und in ein Beispiel schauen wir jetzt doch einfach mal gemeinsam rein. Wir arbeiten jetzt seit über 2 Jahren mit der WMF Espresso und sind mit der Arbeit sehr zufrieden. Wir haben festgestellt, dass wir, auch wenn wir häufige Bedienerwechsel haben, eine gleichbleibend sehr hohe Kaffeequalität sicherstellen können. Die WMF Espresso verbindet für uns die Vorteile von einem Vollautomaten in der Bedienbarkeit mit dem sehr hohen Qualitätsanspruch, den ein Siebträger mit sich bringt. So, um noch einmal zusammenzufassen, was wirklich toll ist an dieser WMF Espresso, ist für mich natürlich zuallererst die Espresso-Qualität, die wir unten rauskommen. Das liegt vor allen Dingen am Dynamic Coffee Assist, der dafür sorgt, dass wir einen gleichbleibenden Durchlauf haben, dass der Espresso immer gleich extrahiert wird. Ich finde super überzeugend hier vorne unseren Autosteam. Ich habe eine konstante Milchschaumqualität. Jeder kann die zubereiten. Es ist wirklich sehr einfach, die Maschine in der Hand zu haben und sie hat unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Wir können sie wirklich in jeder Situation immer als die Highlight-Maschine darstellen. Und da wir ja noch viel mehr über unsere WMF Espresso zu erzählen haben, haben wir Ihnen noch weitere Highlights jetzt in einem kleinen Spot zusammengefasst. Wir beide sind an sich am Ende angekommen und bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und bis demnächst.